Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus dem Moment die Entfaltung eures Seins zu offerieren. Wir möchten aus der Tiefe des Quells des Seins zu euch sprechen und das Vertrauen, die Liebe und das Wissen adressieren. Das Vertrauen, die Liebe, das Wissen sind ein Gespann, das zusammen auf wundersame Weise funktioniert, getrennt voneinander, jedoch sich im Weg stehen kann. Du weißt, ihr wisst, dass die Liebe der Kern allen Seins, die Grundlage der Schöpfung, der Ursprung für alles ist. Und somit kannst du dich ganz auf diese Liebe berufen in jedem Moment, dich ganz dieser Liebe hingeben, diese Liebe in allem vorfinden, wenn du die Bereitschaft dazu hast. Wir sprechen hier nicht von der gerichteten Liebe, der Liebe mit Richtung, der Liebe, die gibt, um zu bekommen, der Liebe, die sucht, um zu finden. Wir sprechen hier von der Entfaltung des Herzens, von dem Erkennen deines Seins, von der Frequenz des Lichts, die erfahrbar ist. Wir sprechen hier von dem, was du erlebst, wenn du dich bereinigst von all dem, was du verdichtest. Wir sprechen von dem reinsten Sein, der Formlosigkeit, die sich in jeder Form ausdrückt, dem Zusammenhang aller Dinge, dem Wesenskern von allem, was ist, sogar von allem, was nicht ist. Die Liebe ist es, die dir erlaubt zu vertrauen. Die Liebe ist es, die dich vertieft in deinem Wissen. Die Liebe ist es, die dir das Wissen offenbart, das wahr ist. Ein Wissen, das weit über jede Konzepte hinausgeht. Ein Wissen, das keine Beweise braucht. Ein Wissen, das nicht richtig und falsch werten muss. Das kein anderes Wissen verringern muss, widerlegen muss. Ein Wissen, das dir entspringt aus der Wahrhaftigkeit deines Seins. Dies ist das Wissen, das sich aus der Liebe heraus ergibt. Ohne das Vertrauen ist die Liebe nur etwas, das du dich traust zu fühlen, wenn du dich sicher fühlst. Und so kommt es, dass der Mensch sich erst in Sicherheit wähnen möchte, in Sicherheit fühlen, befinden möchte, bevor er bereit ist zu lieben. Dies ist eine menschliche Grundtendenz, jedoch nicht die einzige Möglichkeit. Sicherheit befindet sich auch jenseits der Kontrollierbarkeit. Dies ist, wir nennen sie göttliche Sicherheit. Die Sicherheit, die du in dem findest, was du bist. Die du darin findest, dass du alles bist, was ist und somit alles deiner Entfaltung unterliegt. Auf eine liebevolle Weise, auf eine anerkennende Weise, auf eine Weise, die wertfrei ist, mit der du nicht manipulieren musst, mit der du nicht alles so kreieren musst, dass alle anderen gut von dir denken, sodass du gut dastehst. Auf eine Weise, mit der du fühlst,
dass Liebe die Grundfrequenz ist, die jeder weiß und doch jeder immer wieder neu in Frage stellt, wenn er sie nicht fühlen kann und damit sucht, ein Leben lang, Moment für Moment. Und immer dann, wenn diese Liebe gefunden ist, gibt es die Öffnung der Vollkommenheit. Zugleich geschieht für den Menschen häufig das, was er in vielem erlebt. Mit dem Finden einer Sache, die ihm lieb ist, kommt die Angst, es wieder zu verlieren. Und so kann die Liebe, die gefühlt wird, dazu führen, dass die Angst umso größer wird, sie wieder zu verlieren. Das benennen wir hier als menschliche Liebe. Eine Liebe, die sucht, um zu finden, die findet, um zu besitzen, die besitzt, um zu kontrollieren. Und die damit der Angst unterlegen ist, die Kontrolle zu verlieren, den Besitz zu verlieren und die Liebe wieder zu verlieren. Wahrhaftige, aufrichtige Liebe findest du in jedem und allem, wenn du dich traust, wenn du vertraust, dass es nichts gibt, was dich verletzen kann, da du doch alles bist, was ist, da du dich doch in einfach unterschiedlicher Form ausdrückst, doch all das du bist, und somit der andere, möge er noch so schlecht über dich denken oder sprechen, nur sich selbst verletzt, indem er schlecht denkt oder schlecht spricht. Du also eine Erfahrung von schlecht denken, schlecht sprechen durch diese Person erlebst und somit dich umentscheiden kannst, dich dafür entscheiden kannst, nicht schlecht über dich, über sich zu denken, über andere zu denken und damit über dich, über sich zu denken. Eine Erfahrung, die dir erlaubt, zu vertiefen, wie befreiend, wie lösend, wie heilend es ist, jeden Gedanken zu bereinigen durch die Liebe, jeden Gedanken zu durchfluten mit dem Licht, jeden Gedanken zurückzuführen in die einzige Wahrheit, die wirklich wahr bleibt, die Wahrheit der Liebe, die alles ist und sich durch alles hindurch ausdrückt. Erkennst du diese einzige, eine Wahrheit in ihrer vollen Einfachheit, in ihrer vollen Entfaltung, in ihrer vollen Komplexität, in ihrer vollen Vollkommenheit, in ihrer Endlosigkeit, in ihrer Ewigkeit, erkennst du diese eine einzige Wahrheit. So bist du reich, so bist du erfüllt, so bist du im Frieden. Denn nichts gibt es mehr, was dich bedrohen könnte, nichts gibt es mehr, was dir entgegenstehen, gegen dich wirken könnte. All das, was du gegen dich fühlst, ist ein Spiel, ein Kribbeln des Seins, ist ein Ausdruck der Dreidimensionalität, der sich durch Dichte und Spiel mit Dichte gegen Dichte einen Spaß erlaubt. In deinem tiefen Wissen um die Liebe, die du bist, die alles ist, fühlst du, dass alles dich unterstützt, dass du geführt bist, dass die Worte des anderen nicht weniger Gewichtung haben als deine Worte, dass die Haltung der anderen nicht weniger wertvoll sind als deine Haltung, dass du zugleich deiner inneren Führung und nur und einzig und allein deiner inneren Führung zu folgen brauchst,
Denn in deiner inneren Führung drückt sich die Orchestrierung aus, die für dich individuell als innere Führung Geltung hat und für jeden anderen als individuelle innere Führung aus jedem anderen heraus Geltung hat. Es ist wie in einem Orchester, wo jeder sein Notenblatt vor sich hat, das für ihn gilt, ganz allein für ihn. Seine Eintragungen, seine Impulse, die individuell maßgeschneidert sind. Und das Zusammenspiel doch so magisch, so vollkommen und für alle genießbar ist. Selbst wenn du nicht deiner inneren Führung folgst, verändert dies nicht die tiefe Wahrheit der Liebe, die alles ist, alles bleibt. Dies gibt dir die Beruhigung, dass es nichts, absolut nichts gibt, das die Liebe von dir nehmen kann, das die Liebe bedroht, das dich in deiner Existenz der Liebe bedroht. Nichts, absolut nichts bedroht dich in deiner Existenz. Die Liebe ist immer da. Du kannst sie fühlen, sie ist zugänglich. Du brauchst nichts von außen, nichts als Hilfsmittel, um diese Liebe zu fühlen. Geh tief in dich, ins Zentrum deines Seins, in Brustmitte, in dein spirituelles Herz hinein. Und spüre die sprudelnde Freude, den sprudelnden Quell, die Liebe. Du fühlst dich. Du fühlst das Sein. Du kannst jeden fühlen in seiner Essenz. Selbst den ärgsten Feind, selbst den heftigsten Felsen in deinem Leben, an dem du dich zerschlagen fühltest. Selbst diesen siehst du als die Liebe, die er ist. Es ist ein anderer Frieden, von dem wir hier reden, als der Frieden, der von außen geschaffen werden kann. Es ist der Frieden, der sich dir ergibt, aus deinem Erkennen der einzigen, alleinen Wahrheit, der Liebe, die alles ist. Vertrauen, magst du dich nun fragen, Vertrauen, wie spielt dies hier rein? Wenn ich doch weiß, dass alles Liebe ist, wo braucht es dann Vertrauen? Der Mensch in seiner Wahrnehmung hat gelernt, die Dinge zu bewerten, die Sinfonie in ihrem Klang für wohlklingend oder nicht wohlklingend zu betrachten. Diese gelernten Angewohnheiten des Menschen zu werten, einzusortieren, Sinn zu ergeben, diese Angewohnheit des Menschen macht Vertrauen notwendig. Die Angewohnheit signalisiert dies und jenes, lässt den Verstand Erklärungsmodelle finden, lässt dich in diesem oder jenem Moment fühlen, finden, befinden, dass du doch hättest sollen, dich doch hättest durchsetzen sollen, dass es doch besser gewesen wäre, wenn du doch hättest dieses besser gewesen wäre, wenn mehr beachten sollen. Diese Gewohnheit lässt dich hier und da und überall zweifeln, in Frage stellen. Dich
in deinem Wert in Frage stellen, dein Leben in seinem Ausdruck in Frage stellen, deinen Weg in seiner Vollkommenheit, in seiner Perfektion in Frage stellen, dein Handeln in Frage stellen, die Dinge, die geschehen, in Frage stellen, ob dies wirklich für dich geschieht oder es nicht eine Folge dessen ist, dass du etwas Falsches getan hast, dies nicht also doch ein Ausdruck davon ist, dass du falsch gehandelt hast. Und so verstrickst du dich leicht durch deine Gewohnheit zu erklären, Sinn zu ergeben, Sinn zu finden. So verstrickst du dich leicht in Hinterfragung und Zweifel. Hier braucht es das Vertrauen. Du vertraust nicht einem anderen Menschen. Es geht nicht darum, einem anderen Menschen dich anzuvertrauen. Hast du das Gefühl, dich einem anderen Menschen anvertrauen zu wollen zu können, so wisse, du vertraust dich der Liebe in ihm an. Du traust ihm zu, die Liebe für dich zu repräsentieren und ergibst dich dir selbst, ergibst dich, die Liebe dieser anderen Person, der Liebe. Und somit ergibt sich Liebe, woraus sich Liebe ergibt. Jemandem zu vertrauen, auf menschlicher Ebene, wird immer zur Enttäuschung führen. Denn du wirst feststellen, dass du dich verletzbar machst und nicht weißt, wie du diese Verletzbarkeit wieder unter Kontrolle bekommst. Und somit bindest du dich an Menschen, weil du ihnen einst vertraut hast und nun nicht weißt, wie du sie gehen lassen kannst aus deinem Geist, aus deinem Leben, ohne verletzbar zu bleiben, ohne eine tickende Zeitbombe auf der Welt zu wissen, die dich verraten kann, die deine Verletzbarkeit teilen kann. Du bist nicht verletzbar, die Liebe ist niemals verletzbar. Verletzbar ist nur die Kontrolle, die scheinbare Kontrolle. Verletzbar ist das Image, verletzbar ist die Vorstellung, ein Teil von dem zu sein, was du bist. Du bist doch alles, was ist. Und in allem, was du bist, kannst du alles sein. Da darf jeder über dich alles sagen, denn ja, auch das bist du. Nicht nur, nein, aber ja, auch das bist du. Du leidest also nicht Schaden daran, dass jemand dir attestiert, auch das zu sein. Ja, auch das bist du, auch das kannst du sein. Dafür stehst du ein, aus der Liebe heraus. Denn du weißt, jener, der dich erkennt, erkennt die Liebe, die du bist. Jener, der dich nicht erkennt, mag dich verkennen, doch erkennst du dich als die Liebe, die du bist, so erkennst du die Liebe in deinem Gegenüber. So kannst du liebevoll deinem Gegenüber sein, dich liebevoll ausdrücken, deine Liebe ausdrücken. Und du wirst dich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen dadurch, dass die Liebe nicht erwidert wird, sollte sie nicht erwidert werden. Denn du weißt, du tust dir diesen wundersamen Gefallen, die Liebe auszudrücken, flutest dein ganzes System mit dieser Liebe, dein ganzer Körper bekommt als erstes die Frequenz, aus der heraus du sprichst, aus der heraus du handelst, aus der heraus du fühlst. Du als allererstes erlebst die Frequenz, die du transportierst. Erst dann gelangt sie zu einem Gegenüber. Und somit kannst du ganz zufrieden, ganz erfüllt sein mit deinem Handeln, mit deinem Ausdruck. Dies wiederum ist Ermutigung, die Liebe, dich selbst auszudrücken, ganz gleich, wie die Aufnahme durch dein Umfeld ist. Dies lässt dich vertrauen, dass dir nichts geschehen kann, dass dir nichts widerfährt, dass selbst jener, der sich über dich lustig macht, lustig zu machen scheint,
keinen Einfluss auf den Wert dieser Liebe hat. Dass auch dieses sich lustig über etwas machen eine Forschung ist. Ein Schauen, wie reagiert das Gegenüber? Bleibt es in seiner Liebe oder lässt es sich beirren? Nur dein dich beirren lassen erlaubt die Zweifel der anderen Bestätigung zu finden. Erlaubt den Zweifeln der anderen sich mehr auszudrücken, sich bestätigt zu wissen, zu fühlen und somit noch mehr darauf zu beharren, dass die Liebe ach doch so wertlos ist, dass sie doch so verletzbar ist. Bleibst du in deiner Stärke, in deiner Kraft, in deiner Liebe, in dem Ausdruck deines Seins, deiner Essenz, der Liebe, so wird dein Gegenüber in all seinen Zweifeln keinen Nährboden für den Zweifel finden, wird immer wieder diese Kraft, diese Stärke, das, wonach es sich sehnt, dein Gegenüber finden, fühlen. Es mögen Jahrzehnte, Jahrhunderte, Inkarnationen von Zweifel sein, die dir entgegengebracht werden. All dies spielt keine Rolle für dich, wenn du in deiner Liebe rein und stark und klar bist, dich traust zu lieben, vertraust in dein tiefes Wissen, vertraust in den Schutz, der sich aus dieser Liebe ergibt, vertraust in die Sinfonie, in die Harmonie, die ist aus dem Entstehen des Seins, in jedem Moment orchestriert. Bist du im Vertrauen, so ist deine Frequenz eine starke. Bist du in der Liebe, so ist deine Frequenz eine hohe. Bist du in der vertrauenden Liebe, so ist deine Frequenz eine hohe, starke. Die niemandem schadet und doch jeden einlädt, tiefer zu gehen. Je mehr Widerstand dein Gegenüber hat, je mehr Misstrauen dein Gegenüber fühlt, umso häufiger läuft er gegen deine Liebe, versucht, ihr etwas entgegenzusetzen, zu testen, wie die niedrige, schwache Schwingung sich gegenüber dieser Liebe verhält. Ob sie nicht diese Liebe durchbrechen kann, du weißt. Nichts vermag sich in seinem Kern zu durchbrechen. Denn das Sein definiert sich nicht über sein Sein. Es ist ebenso vollkommen in seinem Sein wie in seinem Nichtsein. Und somit gibst du dich ganz dir hin, in deiner Form, in deiner Formlosigkeit. Dies ist nicht, was dich definiert. Dein Definieren löst sich auf, indem du weißt, dass du alles bist. Somit kannst du jede Definition, die dir attestiert wird, durch diesen, durch jenen, durch irgendetwas, durch dich selbst, liebend, lächelnd hinnehmen, wissend, ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich auch. Ja, all das bin ich alles. Das bin ich alles, bin ich. Durch alles bin ich. Ich erlebe mich primär durch mich, diese physische Form hindurch. Doch durch alles existiere ich, in allem bin ich, alles fühle ich. Wenn ich mich hineintune, wenn ich mich hineinfühle, fühle ich auch dich. Und so fühle ich mich durch alles hindurch. Doch primär habe ich diese Form gewählt, habe ich meinen Einsatz gebracht, als Göttliches in diese Form hinein zu fokussieren, aus dieser Form heraus alles zu erleben. Dies begrenzt mich nicht, doch es lässt mich erleben auf individuelle Weise ein Leben
das individuell gestaltet, geformt, einzigartig ist und somit anerkennen, wie all diese vielen, all diese Leben individuell gestaltet, geformt, verschlüsselt sind. Alles entschlüsselt sich dir in der Liebe, denn dort lösen sich die Formen wieder auf, ohne sich zu zerstören. Sie lösen sich auf in dem Erkennen, dem Anerkennen der Formen als Vielfalt, als Farbvielfalt, die in dem weißen Licht, dem reinen Licht, dem ungebrochenen Licht ruht. Du bist die Vielfalt in den Menschen, sowie das reine, ungebrochene Licht, das in seiner Stärke nicht durch das Gebrochensein verliert. Du bist die Liebe, dies weißt du, denn sonst wärest du nicht. Du bist das Vertrauen, dies fühlst du, sonst würdest du dich nicht trauen, auf der Erde zu sein. Du bist die Liebe, denn das ist, was alles ist. Ich sehe dich und du siehst mich. Ich liebe dich und du liebst mich. Ich weiß, was ich bin, denn ich bin alles, was ist. Die reine Liebe, das reine Licht. Ich weiß, was du bist, denn du bist alles, was ist. Die reine Liebe, das reine Licht. Ich erkenne dich in dem, was du bist, und du erkennst mich in dem, was alles ist. Wir sind eins in unserem Sein. Dies kannst du in jeder Begegnung, sei es die Begegnung eines Menschen, sei es die Begegnung mit einem Ausdruck der Natur, sei es die Begegnung mit einem Vertrauten oder einfach so dir begegnenden Tier. In allem, was ich dir zeige, kannst du diesen Dialog führen aus der Tiefe deines Herzens, und der wird dich unmittelbar in die höchste, die tiefste Bewusstseinsklarheit und Verbindung mit deinem Gegenüber bringen. Dies ist die Befreiung, die Freiheit, die dem Wissen, dem vertrauenden Wissen, dem wissenden Vertrauen der Liebe innewohnt. Wir lieben dich. Wir lieben. Liebe ist, was du bist, was wir sind, alles eins. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.